Es ist ein Sonntag, Mittag, Pater Berthold und sein Gehilfe holt mich ab. Auch ein Ministrant ist dabei. Wir sind zu viert Tretboot fahren am Traunsee. Und er hat mir gesprochen von dem Priesterdienst und von diesem heiligen Dienst an der Mutterkirche, den er ausübt, und dass ich Priester werden soll. Ich solle Priester werden, um diese Liebe, diese wahre Liebe weiterzuführen. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass ich das werden muss und dass das mein Wille ist und dass es mein Wunsch ist. Also hat er mich nach Hause gefahren, 3 Kilometer von zu Hause entfernt, sind in den Wald gefahren. Pater Berthold sagt, ich halt's nicht mehr aus, ich muss ausspritzen. Wir sind in den Wald gefahren. Wir waren zu viert, ich war damals 11 Jahre und mein Freund, der zweite Ministrant, war 10 Jahre. 2 Männer, ich weiß nicht, wie es, schlimme Dinge. Es ist mühselig. Alles hat sich gedreht, die Welt dreht sich. Dann hat er es gekonnt, mir die Schuld einzugeben, also dass ich einen Priester verführt habe. Was ich da mache, was da passiert und so. Und das darf niemand wissen. Er spricht von der wahren Liebe. Die wahre Liebe des Mannes zu dem Knaben. Nach der griechischen Mythologie ist die wahre Liebe. Aber ich war so fasziniert. Nach 3 Kilometern sind wir nach Hause gefahren. Ich gehe zu meiner Mutter in den Stall. Ich will Priester werden. Die Mutter freut sich. Ja, Georg. Ich wurde über einen Zeitraum von circa 4 Jahren von einem Benediktinerpater aus Salzburg, Pater Berthold Ernst Flachberger, und seinem Gehilfen Josef Bernhofer schwerst misshandelt, geschändet, gedemütigt und erniedrigt. Das erste Mal, das ist schwierig zu erzählen, das war immer wieder, ich weiß noch, wie Josef Bernhofer er hat mich oben im Zimmer, im Schlafzimmer von Pater Berthold, wir haben Briefmarken angesehen, er hat mir immer wieder Briefmarken geschenkt. Er fährt mir durchs Haar, spricht vom Auserwählten, er spricht von Dingen. Ja, und ich fühle mich gut aufgehoben, ich bekomme viele Dinge. Dann haben wir uns auf die Bettkante gesetzt und er berührt mich am Oberschenkel immer mehr. Dann haben wir keine Kleidung angehabt und er hat meinen Penis in seinen Mund genommen. Ja, es ist immer weitergegangen, bis das zur Gewohnheit wurde irgendwie. Ja.
Schlimme war dran, dass es ja richtig gewesen sein muss, was ich mir dachte, weil es war ja das Bild von Papst Johannes Paul II. Dort. Auch es war, ich glaube, es war Heiliger Josef oder Heiliger Antonius, irgendein Heiliger Statue war auch da. Und Marienbild war auch da, es war ja alles im Schlafzimmer von Pater Berthold, es war ja alles da, es war ja, es wird schon seine Richtigkeit haben. Ich weiß noch, wie wir im Bett gelegen sind und Pater Berthold, es war ein zweiter Ministrant dabei, der war so ein bisschen älter, der war 2, 3 Jahre älter wie ich. Er hat sich umgedreht und Pater Berthold hat ihn anal vergewaltigt. Ich habe zugesehen. Ich habe zugesehen. Pater Berthold war komplett erregt und dann habe ich mich umdrehen müssen. Ich habe gesagt, Herr Pater, mir tut das so weh. Das ist so weh, das ist nicht richtig. Haben wir gedacht, das ist nicht richtig. Es ist, ich weiß nicht, was geschieht da mit mir jetzt, das ist nicht. Auf der anderen Seite, es war ja diese Heilige, es war ja alles da. Und der Mann der Kirche, das muss auch richtig sein. Ich sage, Pater, mir tut das so weh. Wie eine Nadel für mich eingetragen. Er sagt mir, stell dich nicht so an. Der Adam kann gerade ausspritzen, wenn er den Arsch fickt. Stell dich nicht so an. Das habe ich jeden Tag vor mir, das sehe ich. Das sehe ich. Das weiß ich. Ja. Am nächsten Tag habe ich dann ministriert. Ich war mit diesem Mann am Altar. Ich habe ministriert und er hat gepredigt und wieder von Untergang und von den großen, die Leute genannt beim Namen, die was wieder gut gespendet haben und die waren Familien, die Kinder zu Ministranten machen. Diese Leute, danach sind wir Hand in Hand durch die Gemeinde gegangen, wie ein Liebespaar. Er hat seine Hand um meine Schulter gelegt. Wir sind am Gastgarten, der war voll besetzt, neben der Kirche gegangen. Alles hat es gesehen. Alles hat es gesehen. Es waren so viele verschiedene Ministranten auch dort. Die Haushälterinnen, die haben das alles gewusst. Es hatte kein Gästezimmer gegeben. Alles so. So. An der Bettkante gesessen und 2 Ministranten gleichzeitig. 2 Männer, 2 Ministranten. 2 Männer, 1 Ministrant. 2 Ministranten, 1 Mann. Alles abgespielt. Großes Bett, französisches Bett. Großer Fernseher. Viele Zeitungen. Es ist, ich meine, ich habe keinen Ausdruck für dieses Thema, aber
Man sagt ja immer, die erste Liebe vergisst man nicht. Das war eine Liebesbeziehung, ja. Wenn ich ihn sehen würde, sehe ich einen Verbrecher, ein Dreckschwein, sondergleichen, vor mir. Nicht nur ihn sehe ich, auch das System, das es getragen hat. Das System, das zugesehen hat, wie er 45 Jahre, vielleicht mehr Jahre unterwegs war, um 3 Dingen zu huldigen. Das war das Geld, das Gold, der Penis eines 10- bis 14-Jährigen. Das kann ich nicht verzeihen. Die zugesehen haben, obwohl er im Jahr 1963 bekannt war, es Aufzeichnungen gibt, Schriftverkehr aus dem Jahr 1972 über seine pädophilen Neigungen, seine Verschwendungssucht und seine Lehren abseits des Evangeliums. Was passiert heute? Man dreht es um. Es wird umgedreht. Warum hast du nichts gesagt? Hast dich selber schuldig gemacht, dass das System funktioniert hat. Warum hast du nichts gesagt? Das finde ich ein Verbrechen sondergleichen. Ich habe das System mitgetragen durch mein Schweigen. Es wird als Angriff gegen die Kirche dargestellt. Missbrauch als Angriff. Ich hätte es nicht geschafft, als 12-Jähriger gegen einen Gott Auserwählten vorzugehen. Als 12-Jähriger. Es ist jetzt schon sehr schwierig. Ich bekomme die wildesten Dinge. Medjugorje, 5 Tage Medjugorje, kostenlos für die Bekehrung meiner Seele. Gott wird mir vergeben, was ich angerichtet habe. Die Männer der Kirche. Ich solle brennen am Scheiterhaufen, für was ich sage. Dann lerne ich Menschen kennen, 20 Jahre älter wie ich. Er war auch hier, 20 Jahre vor mir. Was war 20 Jahre nach mir? War er noch immer hier? Wo war er? In welchem Wald? Hat er denen auch die Liebe versprochen? Ich dachte, ich bin alleine. Es gibt nur in seinem Leben die Liebe zu mir. Es war das erste Mal, dass ich auch zum Samenerguss gekommen bin. Es war Der Schmerz ist dann später gekommen, in der Pubertät.
Es gibt keinen Tag. Es gibt keinen Tag ohne Pater Berthold. Das gibt es nicht. Oder seinen Gehilfen Josef Bernhofer. Diesen Tag gibt es nicht. Das ist bei mir, der ist in mir, der ist bei mir. Das ist. Ich spüre ihn, ich rieche ihn, ja. Ich habe mir dann diese Liebe gekauft. War unterwegs im Rotlichtbereich. Jetzt habe ich eine Freundin. Dieses stellt mich vor gewaltigen Herausforderungen. Herausforderungen, die unwahrscheinlich sind im Umgang mit einer Frau. Ich versuche alles richtig zu machen und ich habe sehr wenige Erfahrung, aber eigentlich überhaupt keine Erfahrung. Es hat ein Thema dominiert. Das war der Raubbau an meinem Körper. Und jetzt versuche ich diese Dreiecksbeziehung, muss ich sagen, zwischen Pater Berthold, meiner Freundin und mir. Es ist eine Dreiecksbeziehung, ja. Auch meine Freundin muss mit diesem Thema leben, ja. Ich hoffe, dass ich es richtig mache. Wir waren wie freiwillig. Es war ein großer Schlafsaal im bischöflichen Palais in Passau war das. Und es war ein ständiges Auskundschaften, Antasten, Annähern, Anbahnen. Er hat bei jedem Kind, das von ihm vorbeigegangen ist, umgedreht und den Po beobachtet, angesehen. Ich war eigentlich mit 11 Jahren eigentlich ein richtiges System von Eifersucht schon. Ich habe plötzlich einen Schlag ins Gesicht bekommen mit 37 Jahren, wo ich plötzlich bewusst werde, was da passiert. Dass im Stift St. Peter, wo im Jahr 1963 seine pädophilen Neigungen bekannt waren. 1963, 13 Jahre bevor ich zur Welt gekommen bin, kommuniziert man, redet man, spricht man seine eigenen Mitbrüder wegen seiner pädophilen Neigungen. Pater Berthold hat zu mir offen ehrlich gesagt, du bist meine Liebe. Du bist meine Liebe. Und es war meine erste große Liebe. Die vergisst man nicht, sagt man immer. Die erste Liebe. Er erzählt mir dann vom zweiten Ministranten, dass der noch nicht so weit ist, dass sein Penis zu klein ist. So spricht er mit mir. Sein Penis ist noch zu klein, der braucht noch 1-2 Jahre. Pater Berthold wollte in der Früh Geschlechtsverkehr mit mir. Ich habe mich schlafen gestellt. Dann war er so böse den ganzen Vormittag, weil ich mich einem Mann der Kirche verweigere. Im Jahr 1990 hat sich das plötzlich gedreht. Die Situation war am Kippen. Ich war 14 Jahre. Plötzlich sagt Pater Berthold, jetzt kommt der Angriff gegen die Kirche. Wir müssen zusammenhalten. Das ist eine wichtige Mission, die wir erfüllen. Es darf nichts nach außen dringen. Es darf nichts nach außen dringen in diese Bereiche. Ich habe dann über Umwegen erfahren, dass die Kriminalpolizei ermittelt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Es war ein irrsinniges Spannungsfeld. Ab diesem Zeitpunkt habe ich es nicht mehr geschafft, zum Telefon zu gehen. Der Josef Bernhofer, der zweite Vergewaltiger, um keines besser wie Pater Berthold, ein Dreckschwein sondergleichen, ein verurteilter Sexualstraftäter, in Marokko verurteilt worden, erwischt worden wie Pater Berthold,
in eindeutigen Stellungen mit Kindern aus Marokko, wie sie das Haus betrieben haben. Die marokkanische Polizei hat das Haus gestürmt. Pater Josef Bernhofer wird verurteilt, 24 Monate, davon sitzt er nur 3 Monate. Unwahrscheinlich. Und dann habe ich Anzeige erstattet. Man hat 3 Monate über diesen Fall gerechnet. Dann hat man gesagt, in dieser Schwere wird die Verjährung aufgehoben und es kommt zu einem Verfahren. Kontradiktorische Vernehmung. 2 Stunden oder 2,5 Stunden nur über Vergewaltigungen. Wie, wann, wo, wer der die Hose zuerst und was. Wo wir waren, wie es gegangen ist, wie oft anal, wie oft oral, wann, nur diese Dinge. Wie ich meinen Penis nenne, wie ich das vorhabe, in der Verhandlung dazu sagen. Mein Vergewaltiger ist nicht gekommen. Er schreibt, er ist alt und krank, er kann sich nicht mehr erinnern und er will seine Ruhe haben. Er kommt nicht. Er reißt einen Zettel raus, schickt ihn an das Gericht. Er kommt nicht. Er lebt nur 30 Kilometer entfernt von hier. Er kommt nicht. Ich stehe auf. Ich schaffe das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ich ziehe das zurück. Ich kann das, ich mag das nicht mehr. Pause, ich will das nicht aus. Dann ordnet das Gericht bei einem gewissen Dr. Kriebnitz ein psychologisches Gutachten an. Ich bin 4 oder 5 Stunden in der Christian-Doppler-Klinik in Salzburg, fahre hin. Bei einer Psychologin, zuerst bei einer Psychologin. 180 Fragen zu meinem Thema Sexualität. Ein Fragebogen sondergleichen. Was ich mir denke, wenn ich Buben sehe, meine Essgewohnheiten, mein Stuhlgang. Ja, man dachte. Fragen Sie das meinen Vergewaltiger auch? Nein, Herr Brader, Sie dürfen, ich fahre nach Hause, weil das machen wir nicht mit. Nein, wenn Sie fahren, dann wird alles, das wird alles, hängt von diesem Gutachten ab und dann kriegen wir ihn nie. Und dann setzt mir, glaube ich, so ein 18 Elektroden, also eine Maske auf, mit die Gehirnströme zu messen. Mit einer Stroboskoplampe leuchtet mir in die Augen, Flackerlicht. Dann rede ich mit diesem Psychiater, der schlägt mich mit dem Hammer auf das Knie. Ich habe mir gedacht, geht's noch? Ja, geht's noch? Dann habe ich Wut, entsetzliche Wut, gehe heraus. Und das würde ich mich fragen, ob wir Pater Berthold auch gemacht hätten. Die großen Moralaposteln. Es sind 13 Monate vergangen seit der Anzeige. Ich komme mir vor, als wäre Josef Bernhofer im Kongo oder im tiefsten Urlaub lebt. Man kommt einfach nicht, ich beziehe keine Stellung. Ich muss mir Urlaub nehmen, um das alles zu machen und das muss alles so funktionieren und so. Ich rufe wieder an in Salzburg im Gericht. Ich muss ja immer wieder anrufen und immer sagen, was ist jetzt los? Was ist jetzt? Warum geht das nicht? Das gibt es ja nicht. Da hängt sehr viel ab. Von diesem Urteil wäre sehr viel abgehängt. Aber hängt sehr viel ab, ja. Auch für die anderen Opfer wäre viel abgehängt. Es ist am Telefon die ermittelnde Staatsanwältin. Es tut mir leid, Herr Brader, Josef Bernhofer ist verstorben, am 13. August. Es tut mir leid, Josef Bernhofer ist am 13. August verstorben. Wie war das möglich? Und das hat mich dann am Mark, am Knie, tief in meinen Innersten gebrochen. Ja, warum haben Sie nichts gesagt? Die Michaelikirche hier in Altötting. Hier fand das Begräbnis von Pater Berthold Anfang Februar 2010 statt. Viele Fragen werfen sich mir hier auf. Wie war es möglich, dass ein Mann, dessen sexuelle Abartigkeit im Jahr 1963 bekannt ist, ein Mann, der nur Zerstörung, Verwüstung und Unheil gebracht hat, mit allen Ehren, offenem Sarg, viel Gold, Weihrauch,
gelobt und gewürdigt, hier ein Requiem hatte, wo er jahrzehntelang Kinder in Deutschland, Österreich, Marokko, Tunesien vergewaltigt, misshandelt, sexuelle Gewalt angetan hat und dann hier seine letzte Ruhestätte fand. Ich wurde im Alter von 14 Jahren im Zisterzienserinternat Mehrerau von einem Mönch grob sexuell missbraucht. Die Folgen dieses Missbrauchs hatte ich mit mir getragen. Ich war dem System ausgeliefert. Es gab keine Möglichkeit, mich meinen Eltern oder sonstigen Menschen anzuvertrauen. Und dieser Mangel an Vertrauen entwickelte eine Grundhaltung des Misstrauens tief in mir drinnen. Und mit diesem Misstrauen allen Menschen gegenüber habe ich eigentlich nicht mein Leben gelebt, habe ich das Leben eines anderen gelebt. Diese intrusive Energie bewirkte bei mir eine Verhinderung, mein eigenes Leben zu leben. Über 40 Jahre. Diese Form von Energie, die nicht körpereigen, nicht zu mir gehört, wenn diese Art von Energie in ein System eindringt, nehmen wir das Bild einer Auster, in der ein Sandkorn eingepflanzt wird, um später zur Perle zu wachsen. Die Auster wählt nicht, sie hat keine Wahl. Sie wird von einer bestimmenden Energie manipuliert. Es wurde eine über 40-jährige ungewollte Schwangerschaft. Mit Beendigung dieses Zustandes konnte mein Körper, meine Seele wieder dorthin gelangen, wo ich sage, es ist der Platz meines Geburtsrechtes, der Würde, der Unversehrtheit. Ich
Ich wurde von einem Mönch verführt, vergewaltigt, missbraucht. Dieser Mönch war gleichzeitig in seiner Funktion Lehrer, Professor und Erzieher dieses Heims, hatte mein Vertrauen, und als ich später, Jahrzehnte später, erfuhr, dass dieser Mönch ein pädokrimineller Mensch extremsten Ausmaßes war, ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Und nicht wenige Fälle, so habe ich erfahren, endeten mit dem Suizid des Opfers. Die Haltung des Klosters, der Brüder dieses Mannes mir gegenüber, war eine äußerst unversöhnliche. Es wurde alles versucht, mich einzuschüchtern, herunterzuspielen, zu vertuschen. Es wurde nach anfänglichem Geständnis und außer Frage, außer Streitstellung des Missbrauchs vom Anwalt des Klosters in einem Prozess, in einer Phase des Prozesses, der Missbrauch in Frage gestellt. Diese Haltung erscheint mir verabscheuenswürdig, unwürdig und abgrundtief abzulehnen. Innsbruck und der oberste Gerichtshof der Republik Österreich befanden per Urteil, dass dieses Kloster Mehrerau Verantwortung abschieben wollte und diese Verantwortung aber zu übernehmen hat. Es gibt diesen Präzedenzfall, die Verjährung, hinter der sich viele Täter und Mittäter versuchen zu verstecken, die gibt es so nicht mehr. Die gute Nachricht, die schlechte Nachricht, es versuchen immer noch alle möglichen Kräfte, diesen Mythos Verjährung aufrechtzuerhalten. Diese Zöglinge waren aber in einer Machtstruktur gefangen. Das heißt, sie waren in der einen oder anderen Art von diesen Strukturen abhängig und haben diesen Täter auch zum Teil als Vorbild gesehen. Ja, weil er hat also auch auf Leistung gebracht, also hat den Menschen ja was beigebracht und die waren natürlich in einem innerlichen Zwiespalt. Sollen sie ihn jetzt verurteilen, weil er ein Täter war, oder sollen sie weiter zu ihm aufschauen? Das heißt, es ist da also dann auch zu einer pathologischen Identifikation mit diesem Täter gekommen, das dann so weit war, dass also auch Betroffene zum Beispiel seine Kinder von ihm taufen haben lassen oder sich auch verheiraten lassen haben von ihm, aber nie über diese Dinge sprechen angefangen haben. Als dann diese kirchlichen Geschichten in die Presse gekommen sind, hat es also bei diesen Opfern von damals einen sogenannten Klick gemacht, könnte man sagen, und sie haben darüber nachdenken angefangen. Es hat also einen Trigger gegeben in ihrem Leben, wo sie angefangen haben, über diese Missbräuche nachzudenken. Das ist jetzt aber nicht so, dass das leicht ist für diese Menschen. Diese Menschen haben diese Traumen einfach verdrängt. Ja, die tun so, als ob diese Traumen nie da gewesen wären und verdrängen die einfach komplett aus ihrem Leben. Das kann passieren. Das hat damit zu tun, dass der Mensch ein eigenes Traumagedächtnis hat. Dieses Traumagedächtnis soll den Mensch auch vor einer psychischen Überlastung schützen. Das heißt, trotzdem ein Mensch ein Trauma überlebt oder erlebt,
werden die Informationen also völlig durcheinander im Hirn abgespeichert. Normalerweise kann ich mich an einen schönen Urlaub erinnern, an ein schönes Abendessen, an ein nettes Rendezvous und kann es zeitlich einordnen. Bei Traumaerlebnissen geht diese zeitliche Komponente verloren und es gehen die Wahrnehmungskanäle verloren. Das heißt, die sind nicht mehr kohärent. Das heißt, es werden Gerüche abgespeichert, Szenen abgespeichert, Wortfetzen abgespeichert und werden, so wie man es heute versteht, im Gedächtnis festgefroren. Schlussendlich nach einem Gespräch mit dem neuen Abt wurde ich in die Klasnik-Kommission verwiesen zwecks Entschädigung. Ich habe dieses abgelehnt und eine Zivilklage eingereicht. Nach 2 Jahren Prozesszeit befand Landesgericht, Oberlandesgericht und Oberster Gerichtshof, dass das Kloster für das Einsetzen eines Pädokriminellen, später Direktors, voll verantwortlich ist. Ich erhielt eine Entschädigungssumme im Vergleichsweg. Es geht um Verantwortung, es ging um Verantwortung. Und die Machthaber wollten sich partout aus dieser Verantwortung schleichen, es ist ihnen nicht gelungen. Ich war bereit, den höchsten Preis zu zahlen. Ich habe meine Energie reingegeben. Und erst später, als der emotionale Sturm abklang, konnte ich die Früchte dieser Arbeit ernten. Ich kann es immer noch. Ich weiß jetzt, das Leben gab mir die Chance, selbst etwas zu tun, als Betroffener. Und nun bin ich kein Betroffener mehr. Sisters in the forest, we're doing something strange. Our bodies still move slowly, but our minds don't start to change. In the summer, and we're running wild. Yeah, it's summer, and the heat is on. Yeah, it's summer, when the sun is high. And the heat is on. We are sisters in the forest, we're doing something strange. We're laughing now ahead and we completely out of range. Cause it's summer and we're running wild. Yeah, it's summer and the heat is on. Oh, it's summer. Geboren in einem Freudenhaus. Von einer Mutter, die mich anscheinend nicht sehr wollen hat, oder ich nenne sie Gebärfrau. Und ich hatte so ein Glück, ich kam zu den Benediktinerinnen. Engerle wird dort abgeliefert. Engerle kann nicht beten. Engerle wird in einen großen Schlafsaal gebracht. Es wird ein Foto gemacht. Alle halten eine Puppe, ein Stofftier. Inge kriegt einen Karton in die Hand gedrückt. Das war mein Spielzeug. Ich muss sehr oft gewimmert haben vorm Einschlafen. Dieses Wimmern war aber ein Strafgrund. Dann wurdest du auf die Scheitel gestimmt, bis du aufhörst zu wimmern. Wir werden es dir noch lernen, das Wimmern abzugewöhnen.
dann sagst halt, bumm, ich bin fertig, weißt ja nicht, was die von dir wollen. Ich war ein 6-jähriges Mädchen, keine Ahnung von irgendetwas. Bumm, an den Haaren rauf, du bleibst hier und betest. In den Blutpfützen sind wir, wir Schiefer in den Knien gehabt, ja, dann das auf die Arme bekommen. Dann war das eine Mädchen, was immer wieder mit mir gelitten hat, stärker wie alle anderen. Irgendwann habe ich gemerkt, sie kriegt es aber noch ein bisschen faustdicker ab wie ich. Und ich habe dann gesagt, hey Helga, warum wirst du noch mehr geschlagen wie ich? Warum musst du noch mehr Tabletten essen als ich? Und Helga hat gesagt, ich wischel immer ins Bett. Naja. Jeden Tag, wenn wir dort irgendwie raus mussten aus dem Saal, stand Helga und hat ein Tuch am Kopf. Alle sind vorbei und haben gesagt, sie wischelt ins Bett, Bettmacherin, Bettnässerin. Irgendwann sind wir zu zweit gestanden. War aber einfacher. War einfacher für sie und bei mir war es doch eh schon wurscht. Tja, der Abschluss vom Scharnitz, dort wurde ich dann verabschiedet mit einem Buch. Dann blätter ich und blätter und auf einmal stoße ich auf die Seite. Ich bete, dass ich rein und schamhaft bleibe. Wo geben wir Ingerle jetzt hin? Wir stellen wieder fest, Ingerle ist grenzdebil, und zwar im hohen Maße, ziemlich. Aber so weit ist sie noch geeignet, es würde ihr gut tun, in eine Familie aufgenommen zu werden und bitte in kein Heimwehr, weil das würde dann doch mehr Schädigungen hervorrufen, wie sie eh schon in sich tragt. Aber im Großen und Ganzen geben wir Inge frei für SOS Kinderdorf. Irgendwann gehen wir spazieren, da wirklich in Zweierreihe. Ich habe ein Mädchen an meiner Hand, ich fall hin, weiß nicht, Haxel gelegt, selbst verstolpert, keine Ahnung. Mein Knie ist auf einmal irgendwie verschoben, die Beine gehen nicht mehr alle zwei nach vor. Ich sitze und schreie, ich kann nicht mehr auf, ich kann nicht mehr auf. Inge kommt ins Spital, hat natürlich wieder mächtig Schiss und fängt wieder in der Nacht zum Schreien an, weil du kennst ja das nicht, wer tut dir was, wer macht was, bist du hier gut aufgehoben. Zuerst hieß es, das Kind hat Osteoporose, also die ist einfach knochenkrank, das wird sein vom Kellersperren und von den ganzen Vernachlässigungen. Und ich werde behandelt, 4 Wochen schon, und kriege Medikamente gegen Osteoporose, bis dann irgendwann ein Arzt meint, nein, Inge hat keine Osteoporose oder mag schlechte Knochen haben, aber das ist nicht von dieser Knochenkrankheit. Wir machen einen Wassermann-Test. Inge ist geschlechtskrank und hat Syphilis. Es geht dann irgendwie ein Brief an meine Gebärfrau raus, ob sie Syphilis hat, weil Syphilis ist eine meldepflichtige Krankheit und wenn sie das hat, sie hat weitere Geburten gehabt, dann muss sie darauf aufmerksam gemacht werden und sie muss etwas dagegen tun. Sie wurde dann auch, wie ich dann viele Jahre später in meinen Akt gefunden habe, auf die BH vorgeladen. Sie hatte nie Syphilis. Was natürlich bis zum heutigen Tag ein mega Problem für mich ist, weil ich dann auch später einfach gemerkt habe, da muss mehr vorgefallen sein. Es waren 9 Kinder in dem Haus. Ich bin mit 9 Jahren hingekommen, viel zu groß, um einen Schoßplatz zu bekommen. Ich habe ja am Abend noch ein Kreuz aufs Hirnkastel gekriegt, Träumgut, und es war da auch jeden Abend diese Beterei und lautes Beten. Aber ich habe dann gesehen, da krabbeln kleine Kinder krabbeln am Schoß, die kleiner sind und die auch schon größer sind. Da ist auch mehr Beziehung da, die kriegen Busseln und die werden gedrückt. Und bei mir hieß es immer, du bist zu groß für den Schoßplatz. Ja, ich kam dann eben in die Spartstraße, weil ich im Kinderdorf untragbar war. Alle Mädchen hier nehmen OB, die anderen Tambos, und ich habe hier mein Wattepaket. Und ich habe das wirklich probiert und es tut nur weh und irgendwie da geht
da geht gar nichts. Ja, und ich hab auch jedes Mal furchtbare Schmerzen gehabt. Also bis diese Tage überhaupt aufgehört haben, bis zu meinem 50. Lebensjahr war das ein Horror. Ich habe dann zur Christine gesagt, ich weiß nicht, was wir tun müssen, geh bitte mit mir zum Doktor. Ich bin mir auch aussätzig vorgekommen, weil die anderen Mädchen, es ist die Energie, du lachst dich aus, haha, die läuft nur immer mit einem Watteballen rum. Ja. Sie ist dann mit mir ins Spital gefahren. Ich habe eine Aufzeichnung noch im Akt gefunden, wo ich über einen Monat in der Klinik war. Also das heißt, es muss ein großer Eingriff gewesen sein. Meine Vagina musste nachkonstruiert, oder wie sagt man da? Weil das war bis nach hinten eine einzige Vernarbung. Ich bin dann ja über einen Monat da drin gelegen. Weiß dann, das Wichtigste war mir komischerweise, passt jetzt dieses Bandel mit dem blauen, passt jetzt dieses Ding mit dem blauen Bandel rein. Das durfte ich noch 6 Wochen nicht verwenden. Ich wollte dann immer wissen, ja, was habe ich denn jetzt eigentlich da unten gehabt? Ich habe es nie erfahren. Ich habe es dann im Erwachsenwerden, weil es ganz logisch ist, erfahren, dass irgendwann zwischen dem Geburt des Freudenhauses, die letzte Station Scharnitz, muss wohl irgendjemand in mich eingedrungen sein. Ich weiß auch, dass das Gewebe ab einem gewissen Alter leichter dehnbar ist. Ab 12 Jahren gibt es angeblich keine Verletzungen mehr. Ich weiß auch, dass es vorher passiert ist. Ich suche ihn bis heute. So unwichtig das vielleicht für andere ist, für meine Therapie oder sonst was. Ja. So wichtig ist es aber für mich, weil einfach mein ganzes Liebsein zu meinem Mann, mein ganzes sexuelles, schöne Erlebnisse, ich nicht leben kann, nicht leben darf, nie leben werde. Weil ich bei jedem Mal Geschlechtsverkehr Schmerzen habe. Dass ich immer denke, mir pfeift's Hirn raus. Dass wir oft probiert haben, wie wird's denn gehen? Es gibt es nicht. Aber es ist bis heute etwas, was mir einfach ein Beiniger, mehrere Beiniger gestohlen haben. Dann bin ich mit 9,5 Jahren, haben sie mich ins Stift Admont gegeben, das Knabenkonvikt, weil meine Mutter eine neue Familie gegründet hat und mein Vater auch. Ich war praktisch das 5. Rad am Wagen. Mich haben es nicht mehr benötigt und mich haben es dann ins Heim abgeschoben. Und das war dann eigentlich die prägendste Zeit meines Lebens. Die Hölle ist harmlos, glaube ich, dagegen. Vor der Hölle hat man da keine Angst mehr, wenn man das mitgemacht hat, weil was Ärger als das gibt es eigentlich nicht. Und ja, in diesem Heim, da war ich dann praktisch 3 Schuljahre lang, von 10 bis nicht ganz 13. Und habe dort
2 Patres, sogenannte Internatserzieher gehabt. Da waren dann die beiden, die praktisch die Herrscher über Leben und Tod. Und für mich war es besonders grausam, dass die anderen Kinder sind ja am Wochenende immer abgeholt worden und ich nicht, weil ja meine Eltern getrennt waren und mich hat da keiner geholt. Und jetzt habe ich über ein Fenster geschaut, die Kinder sind ihren Eltern um den Hals gefallen und sind dann mit nach Hause gefahren. Und ich hab dann in dem Heim bleiben müssen und mit diesen beiden Patres allein. Und das kann man sich nicht vorstellen, das ist unfassbar. Als 10-Jähriger ständig missbraucht, misshandelt bis zum Blut und unfassbar bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen, vergewaltigt. Und diese beiden sogenannten Patres nehmen Beichten ab, heute noch, und sind in Amt und Würden. Beide sind zwar schon in Pension, aber sind bis vor ein Jahr in Amt und Würden. Beide haben sich dann bei mir entschuldigt, haben mich angerufen und gesagt, tut ihnen wahnsinnig leid, weil Profil einen Artikel darüber geschrieben hat, der Emil Bobi, der Journalist. Sie haben gesagt, sie werden mir ihr ganzes Taschengeld, sie bekommen Taschengeld, ich glaube so 600 bis 800 Euro im Monat, das werden sie mir lebenslänglich schenken. Und sie haben den Emil Bobi alles gestanden und dürften dann ein paar Wochen später vom Papst persönlich gebrieft worden sein. Dann haben sie alles wieder abgestritten. Der Emil Bobi, der Zeuge ist beim Gericht, bei den Gerichtsverhandlungen, der wird das ja alles bestätigen. Haben sie alles wieder abgestritten, es tut ihnen leid, sie haben mich schon ein bisschen misshandelt, aber missbraucht überhaupt nicht und so. Und das war ein ganz tolles Verhältnis zwischen uns, für die vielleicht. Und gleich von Anfang an wurden fast alle Schüler, bis auf die ganz reiche Eltern gehabt haben, bei denen war es eigentlich nicht der Fall, wurden schwerstens misshandelt, ins Gesicht geschlagen, bis das Blut aus den Augen geronnen ist, mit Ledergürteln geschlagen bis zur Bewusstlosigkeit und das Blut nur so geflossen ist. Bei 2 anderen und bei mir weiß ich es, die haben auch als Zeugen bei der Gerichtsverhandlung und auch bei der Klassenkommission gehabt, wo uns voll Recht gegeben worden ist, dass eben wir auch sexuell missbraucht wurden. Das ging so vor sich, man wurde einzeln in das Zimmer von einem dieser Patres gerufen. Dann musste man sich vorn überbücken. Einer nahm den Kopf, sagen wir zum Beispiel meinen Kopf, zwischen seine Füße. Und der andere hat mir in den After irgendwas wahnsinnig Schmerzhaftes gesteckt. Ich habe geglaubt, das ist ein Besenstiel oder was. Und das hat ungefähr so 2-3 Minuten gedauert. Und dann hat er das wieder rausgezogen und hat dann sein Sperma auf meinen Rücken verspritzt und mir den Rücken damit eingecremt. Ich habe geglaubt, der cremt mir meinen Rücken ein, weil ich eben vorher mit dem Gürtel geschlagen worden bin. In Wirklichkeit hat er sein Sperma einfach verschmiert, dass er es nicht wegputzen braucht. Und ich habe das ja nicht gewusst, dass der da mit seinem Penis eindringt. Und ich habe geglaubt, das ist ein Besenstiel, weil ich gar nicht gewusst habe, dass es sowas gibt. Und meistens war ich dann bewusstlos. Und da hat er mich, dieser Pater, der hat mir dann mit einer Ledergürtel einmal, das ist eigentlich das, was eigentlich beim Gerichtsverfahren vielleicht noch einmal schlagend werden könnte. Der Ledergürtel hat so einen Zacken gehabt, einen Dorn beim Verschluss, bei der Schnalle. Und da hat er mir ein zentimeterdickes Stück Fleisch aus meinem After herausgerissen. Ich war dann sofort bewusstlos und haben sie mich ins Krankenabteilung, so ein Krankenzimmer im Kloster da. Bin dann nach ein paar Tagen wieder munter geworden und haben sie halt einen Verband aufgetan. Aber das Problem ist jetzt das ist jetzt 50 Jahre aus. Und das platzt heute noch, alle Monat, blutend und eiternd auf, alle Monat. Das ist dann 3 Tage so. Und ist irrsinnig gefährlich, weil das natürlich bei sämtlichen Ärzten, ob man es operieren kann man nicht operieren, ist zu tief, weil es auch zu lang ist und zu lang so. Wir müssen ganz tief reinbohren und das ist schon zu gefährlich. Aber solange es immer außen aufplatzt, sagen die Ärzte, das ist gut, weil wenn es einmal nach innen geht, ist sofort tot, ist Blutvergiftung. Wann ich in die großen Ferien heimgekommen bin, da habe ich wieder bei der Stiefgroßmutter gewohnt und habe halt ein paar Freunde gehabt, die sind in der Zwischenzeit auch schon gestorben. Und das hat mir gar nicht geglaubt, das haben die alle nicht geglaubt. Die haben gesagt, der will nicht in die Schule gehen, ich war in der Volksschule war ich der beste Schüler. Und dann war ich völlig verhaltensgestört, das war der absolute Wahnsinn. Das war
panische Angst beim Schlafen, weil das ist ja so gegangen, wir haben da Schlafsäle gehabt, da waren 10 Betten drin. Und dann hast du um 2 in der Nacht hast du auf einmal gemerkt, Schritte draußen, dass einer für dich vorbeigeht. Dann ist er reingegangen und hat geschaut, wer wach ist, den hat er rausgeholt. Den hat er vergewaltigt dann. Da hat er wieder rein. Der hat dann bis in der Früh durchgerät und fertig war's. Das ist einfach denen eine Geilheit. Das ist eine pädophile Geilheit und sadistische Geilheit, wo sie einfach anspritzen. Das haben sie schon erfreut, wenn jetzt ein ganz Junger kommt, der 9 Jahre, 10 Jahre ganz dünn ist. Das taugt er. Und solchen Leuten gehört einer ins Handwerk gelegt. Der darf nicht mit seiner guten umeinander gehen und irgendeiner unschuldigen Frau die Beichte abnehmen und vielleicht nur einreden, sie soll ja die Wohnung vererben oder irgendwas. Das gibt es ja alles bekannt. Ja, ganz interessant war es, wie der Profilartikel erschienen ist. Das war dann ein Ostermontag, kann ich mich noch genau erinnern. Plötzlich läutet das Telefon und dort war das einer von den beiden Täter, der hat hineingeschluchzt, den Telefon, entschuldigt sich total. Und es tut ihm so leid, er kann es nicht mehr gut machen. Und es war halt, die Pädagogik war noch nicht weiter, jetzt hat er das so machen müssen. Ihre pädagogische Ausbildung war noch nicht so weit. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ja unfassbar. Das war dann eine Frau steinigt, der Unschuldige, sagt, es tut mir leid, meine pädagogische Ausbildung ist noch nicht so weit. Ich muss das machen so. Und anspritzen dabei. Bist du ein Arsch. Ich wurde so um 7 Uhr abends in des Rektors Zimmer befohlen, musste mich wieder ausziehen. Das heißt, die Hosen alle nach unten, damit die schön am Boden waren. Und dann musste ich mein Hemd und Unterhemd hochheben, so hoch wie nur möglich, damit eben dann Rücken und bis zu die Knie alles frei war. Und dann wurde eben drauf losgeschlagen und ich war damals dann schon so weit, dass ich keinen Murks von mir gegeben habe und es war ziemlich brutal. Dann konnte ich den Raum verlassen und auf einmal so um 10:30 oder vielleicht war es 11 nachts kam er mit seiner Taschenlampe ins Zimmer und hat mich geweckt. Ich müsste jetzt, er muss mir was sagen und erzählen, ich müsste mit ihm mitkommen. Ich müsste jetzt die Nacht bei ihm bleiben, weil er glaubt, dass ich mehr Strafe verdient hätte. Ne? Dann war ich in seinem Bett und dann hat er mich eben von oben bis unten überall am Körper angefasst, was für mich eklig war. Und er nahm dann mit seinem Mund, mit seiner Zunge, kam er auf alle Körperstellen, ein ewiges, ekliges Lecken und hin und her, mit dem ich nichts anfangen konnte, weil ich noch nicht mit 11 aufgeklärt war. Er nahm halt in der Nacht mehrmals meinen Penis im Mund und hat dann ihre Sachen gemacht und dann mitten in der Nacht hat er dann sein Penis mir von hinten zuerst gegen den Körper überall gegengedrückt und er nahm halt irgendeine Creme, mit der er mich dann eingecremt hat. Entweder war das eine Gleitcreme oder vielleicht schon eine Wundcreme, ich weiß es nicht. Aber, und dann hat er eben seinen Penis gegen mich und ins After gedrückt, was total schlimm war. Und ich bin dann immer weggetreten, also ich habe schwarz gesehen und ich war weg. Und dann irgendwann in der Früh hat er mich dann aus meiner Distanz zum Leben rausgeholt und mich wieder
ins Zimmer gehen lassen, wo ich dann in Angst wieder allein gelassen wurde. Und mir wurde noch gesagt, ich darf mit keinem drüber reden, denn alles Schlimmste würde passieren. Und ich wusste eben damit überhaupt nicht umzugehen und habe mich dann praktisch schon selber in der Hinsicht aufgegeben und habe eben nur mehr gewusst, ich muss das durchstehen, muss durchstehen, muss durchstehen. Und das war's. Hättest du irgendeinen Impuls, da jetzt was zu tun? Gibt es eine Körperhaltung, die du einnehmen magst? Ich habe auch immer zu meinen Erzieher beichten gehen müssen. Er hat mich immer schon so eingeteilt, dass nur wenn er Beichtdienst hatte, dass ich nur bei ihm beichten konnte. Und hat eben so alles kontrolliert und dass man Rosenkranz beten muss zur Maria, weil die ist ja die Unbefleckte, die Jungfrau, und hat dann dadurch in mir mein Frauenbild total verschoben. Und ich hatte, für mich war eine Frau mehr wie Gott, ja? Also unnahbar und unschuldig und hochheilig, was man nicht mal berühren darf oder sonst was. Und daher tat ich mich auch schwer, mit Frauen am Anfang, wie ich noch jung war, zu reden oder Bekanntschaften zu schließen. Und dadurch habe ich in meinem weiteren Leben immer nur Frauen kennengelernt, die ziemlich viel Eigeninitiative und viel Kraft hatten, über diese Dinge auch hinwegzugehen, weil, sagen wir, schüchterne Frauen oder so, mit denen hätte ich nie tun können, weil einfach der richtige Weg nie gefunden wurde. Ich bin dann auch, weil ich ja bei den Michelbeuern Sängerknaben war, bei den Reisen mit gewesen, was die größte Katastrophe war, weil ich war in sämtlichen Klöstern von Österreich und auch Passau, Regensburg in Deutschland als Sängerknabe und bin dort auch an andere irgendwie verkuppelt oder weitergereicht worden. Ich wurde vom Täter, also sexuell und auch brutal belästigt, bis ich von der Schule ging. Nach der Schule hat er mich auch noch verfolgt und immer wieder aufgesucht und mich unter Druck gestellt. Komischerweise war er 4 Stunden vor meiner Verhaftung bei mir und hat mich bei meiner Arbeitsstelle schon besucht und mich dort auch bedroht, dass ich nichts sagen dürfte und dass ich dann mich nämlich selber bloßstelle der Öffentlichkeit, wenn ich was sagen würde. Und das wäre ja ganz schlimm. Und daher, ich bin auch nicht richtig bei der Polizei vernommen worden. Es wurde mir alles schriftlich hingelegt und ich wurde nur unter Druck, dass ich sofort ins Gefängnis komme, wenn ich nicht unterschreibe, ja, gestellt. Und ich habe dann unterschrieben, obwohl das eine Unterschrift von Minderjährigen ist, ja, wurde das vom Gericht als volljährig hingenommen. Ich, der misshandelt wurde im Kloster, wurde eben angezeigt, dass ich homosexuell wäre, was ja nicht ist. Und der Richter hat sich nicht darauf eingelassen, dass ich gesagt habe, ich bin ja misshandelt worden vorher schon. Und hat somit gesagt, es interessiert ihn nur, was mit 14 Jahren passiert ist, denn er könnte mich ja nicht verurteilen, wenn er danach gehen würde, was vorher war. Und somit bin ich als Homosexueller verurteilt worden, zu 2 Monate schweren Kerker, bedingt. Ja. Und ich konnte nicht dagegen angehen, weil ja ich noch minderjährig war. Und
somit wurde das eben belassen. Ich bin nicht in der Haft besessen, es ist dann eben 3 Jahre später wurde eben mir gesagt, dass die Sache eben ruhen gelassen wird, aber es steht eben weiter drin in meinem Leumundszeugnis, bis ich es rausstreichen habe lassen. Und ab dem nächsten Jahresbeginn gab es den Paragraphen nicht mehr. Mein Täter wurde verurteilt, weil er eben 20 Jugendliche sexuell belästigt hatte und er hat praktisch 1 Monat Haft pro Kind bekommen. Aber er wurde eben nur als Homosexueller verurteilt, aber nicht als... Obwohl in den Gerichtsakten steht drin, dass 11-Jährige ausgesagt haben, dass er sie sexuell belästigt hat und das hat der Richter wohl überlesen. Ja, er ist die volle Zeit gesessen und ich habe auch in den Gerichtsakten nachgelesen. Es wurden viele Anträge von vielen Leuten gemacht, dass er früher aus der Haft kommt. Jedenfalls hat dann ein Pfleger oder eine Haftaufsicht reingeschrieben in die Akten, dass der auf keinen Fall früher rauskommt. Und da war er schon 1,5 Jahre gesessen und hat der reingeschrieben, er ist eine Gefahr für die Öffentlichkeit. Immer noch, trotz der Haft. Das Konkordat ist eigentlich ein sehr einseitig wirksamer Vertrag, denn er sichert nur der Kirche Rechte, ohne irgendeine Gegenleistung zu liefern. Jährlich, nicht nur allein aufgrund des Konkordats, liefert der österreichische Staat etwa 2 Milliarden Euro an Subventionen, nicht geleisteten Steuern und so weiter an die Kirche ab. Das Konkordat geht sogar so weit, dass es bei Ermittlungen gegen übergriffige Priester ein Eingriffsrecht hat. Denn wenn die Polizei wenn Ermittlungen angestellt werden gegen einen Priester, so ist sofort bei solchen Ermittlungen oder wenn Ermittlungen erfolgen, die Diözese und der Bischof darüber zu informieren. Und man kann sich vorstellen, dass also aus diesem Grund keine verdeckten Ermittlungen geführt werden können. Die ersten 8 Jahre meiner Kindheit nenne ich die Hölle 1. Und zwar aus dem Grund, weil mein Vater, der taub war, hat mich missbraucht. Zuerst immer auf dem oralen Gebiet und später, ich schätze mal 4, 5 Jahre. War ich 4, 5 Jahre und ich kann mich nur erinnern, dass an den irrsinnigen Schmerz und dass ich dann bewusstlos geworden bin. Auf einmal war ich weg. Und bevor ich von daheim weggekommen bin und weggeholt worden bin, da war so, die Küche war glaube ich links, und da war so Ballplatten, die ging so rauf, drüber und drüben wieder runter und da war das Vorzimmer mit dem Spiegel zum Rasieren für ihn. Und bei dieser Wand waren lauter so gezeichnete Figuren, so Viecher mit Domascheln und Reißnägeln und jedes Mal Arbeit. Und jedes Mal, wenn er sexuellen Übergriff gemacht hat an mir oder an meiner Schwester, hat er einen Reißnagel ins Auge von dem Viech da. Dann das nächste Viech und dann wieder die Reißnägel ins Auge. Und dann ist er mit mir nach Hand raufgekommen und hat gesagt, die eine Hand war schon voll. Und er hat ja wunderschön zeichnen können. Ich muss einmal probieren, ob ich es auch kann. Und dann hat er gesagt, schau, und das da drüben, das geht noch weiter, da drüben und da runter. Und da war so in mir, um Gottes Willen, das will ich doch nicht mehr. Ich will doch, dass das endlich aufhört.
Dann war meine Mutter war ebenfalls taub, die hat mich zu anderen Männern mitgenommen und da ist ebenfalls der Missbrauch weitergegangen. Und ich habe nur so weit an den Nachmittag die Erinnerung oder Abend, dass ich nach Hütteldorf gefahren bin, ich schon Hunger gehabt habe und den einen gefragt habe, ob ich ein Wurstzimmer haben kann. Und der hat zu mir gesagt, ja, da kommst du aber mit aufs Klo. Und ja, und dann machst du mir das und dann kriegst du die Wurstzimmer. Das Interessante war, dass da dann ein Mann reingekommen ist, gesehen hat, was da abläuft, Oralverkehr. Ne? Und der gesagt hat, bitte, was magst du da? Zu dem Mann. Und ich meinte, das ist doch das Letzte und hat die Polizei gerufen. Und auf diese Sache hinauf ist dann endgültig dann von den Nachbarn her und von der Polizei her und vom Jugendamt her, die Kleine, die muss weg. Bezirksgericht Purkersdorf. Beschluss für die minderjährige Paula Dienstl. Zu diesem Zeitpunkt 8 Jahre alt. Paula Dienstl trieb sich öfter allein am Bahnhof Hütteldorf herum und wurde schließlich am 18.12.63 dort von der Polizei aufgegriffen. Sie selbst gab an, sie habe sich in der Klosettanlage des Bahnhofes mit einem Onkel getroffen und von diesem Geld und Lebensmittel erhalten. Diese Angaben der Minderjährigen sind zwar mit größter Zurückhaltung zu werten, da sie sich gern wichtig macht und über bemerkenswerte schauspielerische Fähigkeiten verfügt. Sie lassen aber doch eine seelische und sittliche Verwahrlosung erkennen. Wie im Gutachten ausgeführt, ist das Mädchen als Psychopathin mit hypomanen Zügen, extravertierter Artung und manifesten Verwahrlosungssymptomen zu bezeichnen. Sie ist eitel, geltungssüchtig, berechnend und zeigt die Tendenz, andere Kinder zu beherrschen. Das Gutachten gelangt zu dem Ergebnis, dass bei einem derart extravertierten, hypomanen Kind auch eine besondere Erlebnisbereitschaft im sexuellen Bereich vorliegt. Die minderjährige Paula ist aufgrund der bereits bestehenden Verwahrlosung und ihrer abnormen psychischen Artung nur mehr in einer straffen Heimerziehung zu disziplinieren und zu führen. Jetzt kommen wir zur Geisterstadt, zur schwarzen Hölle. Diese Klosterschwester war der absolute Albtraum. Diese Klosterschwester hat uns geschlagen, beschimpft und auf die Toilette durften wir nur mit ihrer Einstimmung mit der ganzen Gruppe gehen. Also nach dem Waschen und Beten sind wir dann ins Bett geschickt worden und irgendwann, ich weiß jetzt nicht, 9 Uhr, 10 Uhr, ist die Schwester plötzlich reingekommen und hat sich von Bett zu Bett geschlichen, hat die Decken hochgerissen und hat geschaut, ob wir Selbstbefriedigung machen. Und dann, wenn wir einen Ausfluss gehabt haben, wenn wir zuerst bei den Unterhosen waren, ist dann so gewesen, dass wir dann eine Spülung bekommen haben. Das waren so komische Dosen, Unterschlauch, Oberschlauch und was drin für Flüssigkeit war, weiß ich nicht. Jedenfalls hat uns die Krankenschwester dann unten durchgespült. Da hat sie eine Schüssel drunter gelegt und dann hat sie uns den Schlauch eingeführt und ausgespült. Ja. Heute weiß ich, dass es ganz normal ist, dass man Ausscheidungen hat. Ja. Bis die Erzieherin gemeint hat, naja, macht es nur, weil ihr euch befriedigen wollt damit. Auf die Idee war ich gar nicht gekommen. Und wir haben das essen müssen, was uns in den Teller geklatscht hat. Wir haben uns nicht aussuchen können, weniger, mehr, nicht mehr das. Und wenn du was nicht wollen hast, hat es das doppelt und dreifach drauf gehabt und das hast du essen müssen. Und wenn du dir auch gekotzt hast, hast du das fressen müssen. Ich. Als missbrauchter Mensch hasst kein Ich. Das muss der härtest wieder zurückkämpfen. Zurückholen. Hallo? Geht's denen noch gut?
Das Schlimme bei mir war natürlich, dass ich erstens mal eine kranke Mutter hatte, eine alkoholkranke Mutter hatte. Also war ich sowieso schon nichts wert. Dann war ich nichts wert, weil ich keine Eltern hatte, die zu mir schauten. Und ich war auch nichts wert, weil ich ein Ausländer war. Und das habe ich jeden Tag zu spüren gekriegt. Mit Schlägen, mit Peinigungen, mit allem Möglichen, ja. Er hat sich einfach die Kinder ausgesucht, die kein gutes soziales Umfeld hatten und er nicht viel befürchten musste. Und dann ist er mit seinem Wasserschlauch zum Beispiel gekommen, wo er den Wasserhahn voll aufgedreht hat und zum Beispiel in den Anus gespritzt hat mit dem Wasser, dass da eigentlich alles kaputt gegangen ist. Oder einmal auch beim Beichten wurde ich auch immer gefragt, ob ich schon mal ein wohliges Gefühl gehabt habe. Ich habe damals nicht einmal gewusst, was das ist. Da habe ich immer Nein gesagt. Und ich habe dann doch gemerkt, dass er böse wurde, weil ich Nein gesagt habe. Und das weiß ich noch, da haben wir mal so einen Stafettenlauf gehabt und meine Aufgabe war, eine Kletterstange so schnell wie möglich hoch und wieder runter zu klettern. Und bei diesem Runterklettern hatte ich halt dieses wohlige Gefühl. Voller Freude bin ich dann das nächste Mal in die Beichte gegangen und habe ihm das gesagt. Habe ich gedacht, jetzt habe ich Ruhe. Aber das war ein Irrtum. Also habe ich dann einfach eine Stunde, 2 später, musste ich wieder auf diesen Turnplatz gehen. Begleitet nur mit einer Unterhose und ich weiß nicht wie lange, aber es ist mehr als eine Stunde gewesen, hatte mich da hoch und runter gejagt, bis ich einfach alles zerfetzt hatte, also nicht nur die Unterhose. Wenn wir was angestellt haben, dann hat es 10 Tage Dunkelhaft gegeben, das war in einem Kohlenkeller unten. Und wo es noch Kartoffeln gehabt hat und da hat es Mäuse und Ratten gehabt und wirklich, ich war jetzt im Sommer mal unten, vor einem Jahr und das war noch im Sommer, wo es wirklich heiß war, war das dort unten einfach kalt, sehr kalt, ja. Und da haben wir dann gefristet, unsere 10 Tage, da hat es einfach eine Matratze gehabt und so ein Kübel für die Notdurft. Essen, weiß nicht einmal, ob ich das regelmäßig gekriegt habe, glaube ich nicht. Und vor allem ich habe immer Angst gehabt, wenn der Schlüssel sich dreht, was gibt es jetzt, was zu essen, Schläge oder sonst irgendwas. Und es hat Bettnässe gehabt, denen man angedroht hat, man verbrennt sie im Feuer, also in der Heizung. Und man hat sie tatsächlich runtergetragen und der Heizer hat sie hochgehebt und eigentlich fast schon ins Feuer geschmissen. Ja. Und dann, wo dann die intimen Übergriffe gekommen sind, habe ich dann Schlafstörungen gekriegt, weil ich Angst, deshalb weiß ich das einfach von diesen Akten, die ich bis jetzt habe, konnte ich nicht mehr schlafen und meine schulischen Leistungen sind zusammengefallen und dann habe ich anscheinend auch habe ich mich selber gekratzt, hat es geheißen, und ich habe rote Ballen gehabt und deshalb haben wir mich dann in die Psychiatrie gebracht. Wo wortwörtlich drin steht, wahrscheinlich hatte er ein traumatisches Erlebnis, aber auf das ist nie eingegangen worden. Man hat mich einfach vollgepumpt mit namenlosen Medikamenten, wo nur eine Nummer war, mit Medikamenten wie Zibamittel, also nicht genau welches Zibamittel, einfach ein Zibamittel. Und als ich das dann durchlas, diese Akte, habe ich gefunden, was ist das? Und dann habe ich einen Kollegen von mir, der Arzt ist, habe ich dann gefragt, was ist das? Kannst du mir das nicht sagen? Und hat er gesagt, das sind Testnummern von Medikamenten, die nicht auf dem Markt sind. Und bin dann zu meinem Anwalt gegangen, habe dann gegoogelt und habe geschaut, was in der Nähe ist, weil ich habe auch von einem See geträumt und ja, dass dort Nonnen sind, auch wieder weiße Nonnen. Und dann habe ich angefangen zu googeln und das Einzige, was in Frage gekommen wäre, ist diese Psychiatrie Münsterlingen.
Dann habe ich das meinem Anwalt gesagt, ob er nicht bitte da mal anfragen könnte, ob sie sich an meinen Namen erinnern oder ob ich dort gewesen bin. Und tatsächlich nach 14 Tagen hat er so 10 Seiten gekriegt, wo eigentlich diese Medikamentenstudie total aufgezeigt ist. Ja. Dort beschreibt man auch meinen Zerfall, wie ich eigentlich immer mehr zerfallen bin. Das hat dann drin geheißen, zum Beispiel so Sätze wie er verliert während dem Laufen seine Kleider und seine Schuhe. Er ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Er ist nur noch gut genug zum Jetten. Also so wirklich, man hat gesehen, wie ich jede Woche schwächer geworden bin und jede Woche habe ich mehr Medikamente getestet. Und jetzt weiß ich, was für Medikamente das waren. Also total widersprüchliche Sachen miteinander gemischt. Also da war Ritalin darunter, wo man ja eigentlich Kinder, die hyperaktiv sind, gibt. Ich war ja das Gegenteil. Ich war ja eigentlich weil ich ja nichts mehr schlafen konnte, eine Schlaftablette. Und dann die stärksten Psychopharmaka, die zum Teil gar nicht auf den Markt gekommen sind, weil die Nebenwirkungen viel zu groß sind. Das ist der psychische, der physische und der sexuelle Missbrauch. Und das geht unter Folter und Folter verjährt nicht. Also deshalb klage ich jetzt am Europäischen Gerichtshof in Straßburg. Weil ich finde, einer muss es eigentlich durchbringen. Weil wenn einer es durchbringt, dass die Verjährung fällt, können alle anderen nachziehen. Die Gestenzahlungen der Glasny-Kommission werden von der sogenannten Stiftung Opferschutz ausbezahlt. Und an der Spitze dieser Stiftung sitzt der Bischof Küng, der auch Mitglied von Opus Dei ist. Man muss dazu sagen, dass die Vorsitzende der Glasny-Kommission, die ehemalige Landeshauptfrau von Steiermark, eine hohe Ordensträgerin der Kirche ist. Also sie hat, soviel ich weiß, den höchsten Verdienstorden, den ein Laie von der Kirche erhalten kann. Ich weiß auch von Fällen, wo die Glasny-Kommission selber sich bemüht, dass eben Therapien für kranke Personen dann von der Krankenkasse oder von irgendwelchen Institutionen, Weißer Ring und so weiter, übernommen werden, die dann die Allgemeinheit natürlich zu tragen hat, also wir alle. Ich habe auch stundenlang mit Opfern gesprochen, aber das, ja, meine Güte, das macht man halt. Ne? Ich bin ja kein Rechtsanwalt, der die Minuten zählt. Ne? Irgendwas Vernünftiges muss man im Leben ja doch auch versuchen zu tun. Irgendwann einmal, das ist der letzte Rest aus meinem ewig zurückliegenden Religionsunterricht, werden wir ja alle stehen auf der Wolke vor diesem alten Herrn mit wallendem weißen Gewand und in Frauenkleidern, der ein riesiges Buch hat. Ne? Und dann schlagt er nach und sagt der Scholz, Beistrich Kurt, Doppelpunkt. Und dann gibt es eine linke Seite und eine rechte Seite. Ne? Und auf der linken Seite sind alle die schwarzen Punkte. Ne? Gegen die kann ich nichts mehr machen. Ja, das waren halt alles die bösen Sachen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Aber rechts, wo die Kreuzerln sind, kann ich vielleicht das eine oder andere Plus vielleicht noch dazufügen, sodass die Bilanz vielleicht ein bisschen besser ausschaut. Das ist der letzte Rest des Religionsunterrichts, den ich irgendwann einmal vor 1000 Jahren genossen habe. Und das glaube ich auch.
zur Religion in unserer Familie war es so, dass die Mutter tiefgläubig war und wollte uns diesen Glauben vermitteln. Diesen Glauben an den guten, allmächtigen Gott, der alles weiß, alles sieht und alles hört. Der eigentlich nur auf Angst aufgebaut war. Die ganze Religion war nur auf Angst aufgebaut. Immer nur mit dem Zeigefinger, Klaus, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Also es hat fast jeden Tag ein Religionsszenario gegeben daheim. Der Vater hat am Fasttag in Herrgottswünge verwüstet, weil er mit der Braunschweiger in Herrgott abgedroschen hat vor seinen Wüngen. Und die Mutter hat uns erzählt, dass das in Tod für den Vater bedeutet, weil er Todsünde begangen hat. Wir Kinder haben geglaubt, es gibt keinen nächsten Tag für den Vater. Die Mama hat sich durch was auch immer täuscht und der Vater ist am 4 in der Früh schon als Erster aufs Klo gegangen, nicht tot. Haben uns richtig gefreut, waren aber sehr skeptisch, warum, dass der nicht gestorben ist. Jetzt hat der mit dem Braunschweiger Kranzl den Herrgottswünge verwüstet, hat schwerste Sünde begangen am Heiligen Vater und geht in der Früh noch aufs Klo. Jetzt haben wir halt geglaubt, wir Kinder, dass er das vielleicht nicht gesehen hat. Vielleicht hat er irgendwas da und hat das nicht gesehen, was mein Vater dann hat Glück gehabt. Nochmal. Diese religiöse Blindheit von meiner Mutter war die Grundlage dafür, dass der Missbrauch überhaupt stattgefunden hat. Diese blinde Unterwürfigkeit hat der Pfarrer genützt, der ganz genau gewusst hat, was in der Familie los ist, weil er uns in der Beichte ausgehorcht hat, aber so ausgehorcht, dass er gewusst hat, wie oft wir onanieren, wie oft wir mit dem Vater streiten, was die Mutter zum Mittag tut. Und er hat natürlich nicht gleich beim ersten Versuch versucht, uns da die Unterhosen runterzureißen oder sonst irgendwas, sondern er hat uns ins Pfarrheim zitiert und hat uns dort in einen Raum reingeholt, mein Freund und mich, und hat das Licht abgedraht bei einem großen Schreibtisch, wo ein Unterschied durchgereiht ist, und hat uns eben die Hosen runtergezogen und hat alles Mögliche mit unseren Pimpel gemacht, und ich habe immer geglaubt, das ist mein Freund, der das tut. Und habe dann beim Heimgehen immer gesagt, jetzt bitte sei nicht deppert, was mir tut alles weh und was führst du da auf und so. Und der hat gesagt, du Trottel, das ist der Pfarrer, der kreut unter Schummer, deswegen trat er alles Licht da. Und wir haben das auch daheim erzählt, also mein Freund hat das daheim erzählt, dass wir beim Pfarrer gewesen sind und mit dem Pfarrer gewichst haben. Also ich habe nicht einmal mit dem Pfarrer wichsen können, weil ich gar nicht gewusst habe, was das ist. Ich habe das überhaupt nicht gewusst, was das ist. Und da haben die Eltern, und das war ja auch so fatal, da haben die Eltern schon gesagt zu uns, geht's ja nicht zum Pfarrer um auf die Nacht, weil der steckt euch das Züpfchen in den Arsch, dass euch die Suppe rennt. Ja, der steckt uns das Züpfchen in den Arsch, dass wir ausblierten. Und ich habe mir das überhaupt nicht vorstellen können, was die da sagen. Ich habe mir das überhaupt nicht vorstellen können, dass das stimmt. Und wie gesagt, das haben die Eltern zu uns gesagt. Die haben uns davor gewarnt, aber sie haben nicht was gut wie schier da. Und deswegen habe ich mir gar nicht vorstellen können, dass das so schlecht ist, was wir da tun. Und der hat uns alles Mögliche gesagt, was wir daheim nur üben sollen. Und ich war aber nicht. Ich war noch nicht reif. Ich glaube, ich habe nicht einmal einen Steifen noch gehabt, gescheit. Und jetzt, wenn mein Freund einen Orgasmus gehabt hat und eine Ejakulation gehabt hat und hat da einen Sperma umgehabt, dann habe ich geglaubt, der hat, da weil ich nicht hingeschaut habe, hat sich der auf die Hand gespuckt.
Ich habe gelernt, damit zu umgehen und ich hoffe, dass mir bis an mein Lebensende gelingt. Und ich muss auch was dazu sagen, dass ich mich heute oft frage, ob das ganze Dorf durch das Schweigen nicht mehr schuld war, diese ganzen Bewohner des Dorfes, als wir die Kirche mit ihrem Anteil, was die geleistet hat. Warum haben die nichts getan gegen den Pfarrer, obwohl man, kannst du sagen, überall turtelt hat. Der Pfarrer, der geht auf die Burm los. 3/4 von der Bevölkerung gewusst hat, von dem Dorf, dass der auf Burm losgeht, aber sie haben nichts haben sie da, nichts. Geredet haben sie. Da haben uns darauf aufmerksam gemacht, im Gasthaus. Überall haben sie gesagt, geht ja nicht zum Pfarrer, der macht das und das und das mit euch. Aber wir haben überhaupt nicht einmal gewusst, wir haben geglaubt, der waren die schon, die haben gelacht dabei. Der haben gelacht dabei, der buddelt euch in den Arsch, dreht euch die Suppen ab, was weiß ich was, und ihr müsst euch anblasen, der steckt euch das Züpfchen im Mund, dass der stickt und was weiß ich was, aber da hat keiner was. Ich hab mir überhaupt nicht auskennt. Jedes Missbrauchopfer in dem Dorf hat dem Pfarrer versprechen müssen bei der Todsünde, dass wir nichts weiter sagen. Irgendwann einmal sind wir älter geworden und haben beim Fortgehen so im Rausch ein bisschen geredet und so. Und du mit dem Pfarrer und ich war immer ein schüchternes Kind und habe immer den anderen zugehört. Und habe immer gedacht, die werden aber da jetzt nicht irgendwas verraten, weil geschwört ist geschwört. Aber das Aufwachen, wenn du weißt, was da wirklich passiert ist, wenn das ins Bewusstsein eindringt, das ist fast tödlich. Der Pfarrer hat sich eine Gegenüberstellung gewünscht mit mir und eine Aussprache. Und ich habe vor der Aussprache Angst gehabt, weil das war einfach so eine tief sitzende Angst, die ich sitze mein Beiniger gegenüber, gegen den, was ich einmal überhaupt keine Chance gehabt habe. Seine Rechtfertigung für den Missbrauch an Jungs, die er begangen hat, haben mehrere Facetten gehabt. Erstens Zölibat, weil er ja keine Frau nicht lieben darf. Jetzt, was tut er mit seinem Züpfi? Was tue ich mit meinem Züpfi? Wir haben ja so miteinander geredet, was tue ich mit meinem Züpfi, wenn es steht? Da habe ich gesagt, okay, aber die zweite Geschichte ist, dass er vielleicht eine Stoffwechselstörung haben könnte, die was Pädophile haben. Ich habe unzählige Ausreden erkannt, einfach wo man sie ausredet, um was schön zu reden. Habe ich ihm das auch gesagt, habe ihn einen Drecksau genannt, habe ihn einen Arschloch genannt, habe ihn einen Kinderschänder genannt, habe ihn alles auf und nieder genannt. Er hat mir droht mit der Institution Kirche, ich habe ihm gesagt, du kannst mich am Arsch lecken mit dem ganzen Verein. Er hat dann irgendwann gemerkt, er hat seine Machtstellung komplett verloren, ist dann komplett eingebrochen im Gespräch und hat sich komplett unterwürfig gezeigt und dann hat er eben versucht, sich herauszulügen aus dem Ganzen. Wirst du als kleiner Bub da hast, wenn du irgendein Geld gefladert hast oder einen Kaugummi gefladert hast und der Papa erwischt dich, dann liegst du da außer und so hat sie rausgelogen und er hat es gut gemacht und er hat es auch psychologisch gemacht und er hat über die Kirchen mehr geschimpft, als wie ich jemals über die Kirchen geschimpft habe. Und er hat einfach zugegeben. Er hat zugegeben, Klaus, ich habe das beinhart ausgenutzt, das ganze System, wo ich mich befunden habe. Und ich bin schlecht, aber nicht nur. Und zum Glück war ich Zweig oder was auch immer, oder es war meine Bestimmung, dass ich
dass ich eben nicht durch Suizid aus dem Leben scheide. Und ich habe meine Religion mittlerweile und meine ganze Philosophie und mein Weltbild auf einer anderen Ebene aufgebaut und es gelingt mir derzeit relativ gut, mein Leben zu führen. Aber dieser Schatten ist nicht zu lösen. That's what they say. They say those sisters in the forest are doing something strange. Therefore we have to kill them. So tell me who is strange. They call us sisters of the snake in the name of God. Our lives at stake. It is summer and we're burning while it's summer and the heat is on. It is summer and we're burning so high. It's summer and the heat is on. The heat is on. The heat is on. Miss all our screams, and nothing is as it might seem. It's always summer in your dreams. Always summer. It's always summer in your dreams. Always summer. It's always summer. It's always summer in your dreams, always summer. You're hearing all the screams, always summer. Always summer in your dreams, hear a scream. It's always summer, summer in your dreams. You hear a scream. Bewitching summer, bewitching summer.